Also langsame Erholung durch privaten Konsum ist in Sicht, aber wir sind noch längst nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Das Ganze will ich mal sortieren und einordnen mit Dietmar Deffner, der nun zu mir gekommen ist, unser stellvertretender Ressortleiter bei der Wirtschaft. Dietmar, also wenn du auf die Prognose guckst, das ist ja zumindest erstmal bitter, wenn man jetzt auch auf dieses Jahr schaut, denn eigentlich hatte man ja mit Wachstum gerechnet und nicht mit dem Schrumpfen. Ja, in der Tat. Wir warten immer darauf, dass endlich die Konjunktur wieder anspringt. Und da hatte man ja eigentlich lange auf den Verbraucher gesetzt. Aber der hält nach wie vor sein Geld zusammen. Wir haben gehört, die Sparrate ist gestiegen. Obwohl die Reallöhne jetzt ja gestiegen sind, die Inflation deutlich zurückgekommen sind, es kräftige Lohnerhöhungen in vielen Branchen gab, trotzdem die Verunsicherung eben beim Verbraucher da. Unter anderem, weil man jetzt auch davon hört, dass Arbeitsplätze teilweise abgebaut werden, wenn man solche Horrormeldungen von VW hört, dass da von 30.000 Jobkürzungen die Rede ist. Dann sagt natürlich der Verbraucher zu Hause, oh Mensch, vielleicht trifft es mich auch irgendwann mal und spart lieber, obwohl er jetzt eigentlich ein kräftiges Gehaltsplus hat. Und die Wirtschaftspolitik hat auch natürlich nicht zur Beständigkeit beigetragen, sondern den Verbraucher immer wieder verunsichert. Aber eigentlich könnte eben der Verbraucher langsam hier ein bisschen in Schwung kommen. Und ja, der Außenhandel und die Investitionen, da gibt es auch immer wieder Gegenwind. Aber da gibt es jetzt auch ein paar Hoffnungssignale, zuletzt aus China, die eigentlich bei den Experten hier noch gar nicht so richtig in der Prognose mit drin sind. Die sind ja ganz frisch auf den Tisch gekommen. Und an der Prognose wird ja 2 Wochen im Voraus mindestens gearbeitet. Da gab es ja jetzt die Konjunkturimpulse am Dienstag von der Zentralbank. Heute gibt es Medienberichte, dass China weiter nachlegen will. Und das ist ein wichtiger Exportmarkt für die deutsche Industrie. Das sieht man ja beim DAX. Denn der DAX ist ja heute auf neue Allzeithochs gestiegen, trotz dieser trüben Prognose, die wir da bekommen haben. Und nicht zuletzt gab es heute auch noch ein GfK-Konsumklima. Auch das ist wieder angestiegen. Das bestätigt also die These der Wirtschaftsforscher, dass jetzt demnächst vielleicht vom privaten Konsum auch ein bisschen Aufhellung kommen könnte. Ja, das kann man nur hoffen, dass das so kommt, denn bei den Betrieben die Stimmung ist oft auch schlecht und auch gerade bei der Ampel. Jetzt wurde gerade ja auch noch mal das Wachstumspaket angesprochen, kam aber auch direkt der Vorwurf mit, das ist in vielen Teilen noch zu inkonkret. Also insofern lass uns da noch mal drauf schauen, Dietmar. Also wie viel Verantwortung dafür, dass es momentan so unsicher aussieht, liegt denn bei der Bundesregierung? Also sie hat viel zur Verunsicherung beigetragen, auf jeden Fall, muss man sagen. Und Wirtschaft ist ja immer Psychologie und gerade für den privaten Verbraucher, wenn er entscheidet, Geld auszugeben oder zu sparen, entscheidet er das eben auch nach psychologischen Kriterien, wie sicher er sich fühlt, wie viel Planungssicherheit es gibt. Und das sind sicherlich die großen Minuspunkte bei der Ampel, dass man immer wieder Hü und Hott gemacht hat bei Fördermaßnahmen, E-Auto-Förderung über Nacht gestrichen, dann das ganze Chaos mit der Wärmepumpe und mit dem Heizungsgesetz, wo eben Verbraucher unsicher waren, was sie denn jetzt in den Heizungskeller sich bauen sollten. Aber ansonsten gibt es natürlich viele externe Faktoren, die nach wie vor die hohen Zinsen belasten, den Bau und wie gesagt vor allem die Exportmärkte. China hat lange die deutsche Wirtschaft belastet und jetzt ist die Hoffnung da, dass man vielleicht aus China Impulse kommt. Und grundsätzlich muss man einfach zur Wirtschaftspolitik sagen, dass Wirtschaftspolitik über sehr lange Zyklen wirkt. Ja? Wir haben ja gesehen, damals die Agenda von Gerhard Schröder 2010, die hat so richtig ihre Wirkung eigentlich in den 2010er in den folgenden Merkel-Jahren Jahren. dann später, ne? In den Merkel-Jahren, ja? Die wurden dann von Merkel geerntet und teilweise verfrühstückt in hohen Sozialausgabenrente mit 63, Mütterrente und so weiter. Das hat man großzügig verteilt, anstatt zu investieren, anstatt die Hauptaufgaben, Digitalisierung zu machen, Brücken auf Vordermann zu bringen und so weiter. Das sind schon Erblasten auch für die Ampelregierung und das belastet heute vor allem auch die Abhängigkeit, die Energieabhängigkeit von Russland, die wir damals eingegangen sind, die dann eben in der Folge der hohen Energiepreise resultierte. Also da gibt es immer kurzfristige Maßnahmen, aber Wirtschaftspolitik wirkt in der Regel eher langfristig. Aber man sollte natürlich nicht die Verbraucher und die Menschen im Lande und auch die Unternehmen, die investieren wollen. Und auch hier sehen wir eine große Zurückhaltung, weil man eben nicht weiß, worauf kann man sich einlassen, wie kann man planen, wie sind die Rahmenbedingungen auch in Sachen Energiekosten. Das sind große Verunsicherungen, die in der Tat da sind und die auch natürlich der aktuellen Regierung anzulasten sind. Ja, und die Produktionskapazitäten, die man jetzt verliert, aus denen kann man später eben auch nicht mehr wachsen. Dietmar, danke schön auch einmal für das Sortieren dieser vielen Punkte, die da gerade angesprochen wurden. Danke.